Die deutsche Automobilproduktion des vergangenen Jahres kann eine sehr stolze Zahl aufweisen. Fast 3 Millionen, genauer gesagt 2.976.477 Fahrzeuge verließen die deutschen Fabriktore. Über die Hälfte ging ins Ausland, allein 13%, das sind etwas mehr als 400.000 Wagen, nach den USA. Und den Löwenanteil stellt der Käfer, ganz gleich, ob es sich um den 12, 1300 oder in diesem Jahr um den 1500 handelt. Ein sicher sehr interessantes Auto, bei dem zum ersten Mal in der langen Geschichte des VWs echte Änderungen und nicht sukzessive Verbesserungen vorgenommen wurden. Und das scheint uns einer sehr intensiven Prüfung wert. Der 1,5 Liter Vierzylinder-Boxermotor entwickelt 44 PS. Zu erkennen ist er auf den ersten Blick an diesem großen Luftfilter, der übrigens die Geräuschdämpfung verbessert. 1500 Kubikzentimeter und 44 PS ergeben in ihrem Verhältnis zwar keineswegs eine imponierende Leistung. Andererseits besitzt dieser Motor eine hervorragende Elastizität in allen Bereichen und, wie man weiß, eine erfreuliche Lebensdauer. So sind auch jetzt die Beschleunigungswerte des 1500 nicht überragend. Aber man hat mit den 44 PS in allen Bereichen so viel Kraft zur Verfügung, dass flottes Fahren kein Problem mehr ist. Von 0 auf 100 beschleunigt der VW 1500 in 22,1 Sekunden. Zum Vergleich die Werte seiner beiden kleineren Brüder. Der 1300 benötigt 24,7 und der 1200er 31,5. Langsame Fahrzeuge können jetzt mit einer erheblich größeren Sicherheitsreserve überholt werden. Auch die Höchstgeschwindigkeit des 1500 ermöglicht jetzt höhere Durchschnitte. Im allgemeinen Fluss des heutigen Autobahnverkehrs eine durchaus erfreuliche Sache. Die Messung ergibt 128 Kilometer Spitzengeschwindigkeit. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass man auch bei der Dämpfung der Motorgeräusche weitere Fortschritte erzielt hat. Das Messgerät zeigt 81 Phon bei einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern. Die erste echte Überraschung. Der Verbrauch ist geringer als anzunehmen war. Auf der Landstraße bei einem Durchschnitt von 75, bei häufigem Drehzahlwechsel 10,1 Liter. Im Stadtverkehr 10 bis 12 Liter, je nach Verkehrsdichte und Fahrweise. Und auf der Autobahn bei voller Belastung 11,2 Liter. Insgesamt ergibt sich ein Testverbrauch von 10,1 Litern. Wobei man weder zu Super noch zu Normalbenzin raten kann. Eine Mischung 50:50 scheint uns die beste Lösung. Die 40 Liter Sprit, die in den Tank gehen, reichen aus. Sie ermöglichen eine Fahrt von knapp 400 Kilometern. Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, ein paar ganz allgemeine Bemerkungen machen über das, was die deutsche und internationale Automobilproduktion im Augenblick sehr intensiv beschäftigt. Ich habe hier ein 141 Seiten starkes Heft in der Hand. Das kommt aus Amerika und sein Titel ist Motor Vehicle and Highway Safety Acts. Das müsste uns eigentlich nicht sehr interessieren in Europa und in Deutschland, wenn sich diese Vorschriften nicht mit der inneren Sicherheit der Automobile beschäftigen würden. Eine innere Sicherheit, die auch von jenen Fahrzeugen verlangt wird, die nach Amerika exportiert werden. Das gilt also auch für die deutsche Industrie. Es sind Vorschriften, die im Laufe des Jahres 1967 sukzessive in Kraft treten werden und die einen sehr großen, umfangreichen und wahrscheinlich schwer zu beherrschenden Katalog beinhalten. Es geht dabei zum Beispiel
um die Gestaltung der Armaturenbretter, die Polsterung, die Versenkbarkeit der Knöpfe sind ein Hauptthema dieser vielen Punkte. Oder aber um ein energieabsorbierendes Lenkungssystem, oder aber um Sicherheitsglas, oder aber um eine Abgasentgiftungsanlage und weitere Punkte, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Erstaunlich ist, dass diese Sicherheitsbestimmungen gerade aus Amerika kommen, denn man konnte nicht behaupten, und man kann es heute noch nicht, dass die amerikanischen Autos bisher die sichersten waren. Vor allen Dingen nicht, wenn man den Gesamtbegriff der sogenannten Straßenlage, der Fahrsicherheit betrachtet. Unabhängig davon ist es erfreulich, dass man eine Initiative ergriffen hat, wenn auch nicht bei uns, so doch drüben in den Vereinigten Staaten. Und die deutsche Automobilindustrie zerbricht sich im Augenblick den Kopf darüber, wie sie all diese technischen Probleme, soweit sie nicht schon gelöst sind, in ihren Konstruktionen verankert. Es war sicher richtig und längst notwendig, den stärkeren Motor für den Käfer mit einer Verbesserung des Fahrgestells zu verbinden. Man hat dem Wagen eine andere Federungsabstimmung der Hinterachse gegeben. Das äußere Hinterrad federt etwas stärker ein. Der Erfolg ist, dass der VW sich jetzt viel neutraler verhält als seine Vorgänger. Der Sturz der Hinterräder steht nicht mehr auf Plus. Die O-Beine sind also verschwunden. Und im Übrigen bewirken eine Ausgleichsfeder und ein vorderer Querstabilisator, dass die Tendenz zum Übersteuern sich in Grenzen hält. Wesentlichster Fortschritt ist die Verbreiterung der Spur. Der 1500 steht jetzt also auf kräftigen, breiten Beinen, die ihm im Zusammenhang mit den anderen Verbesserungen am Fahrgestell größere Fahrsicherheit verleihen. Was bei den anderen Modellen sehr viel Fingerspitzengefühl und manchmal blitzschnelle Reaktionen verlangte, lässt sich jetzt nahezu mühelos exerzieren. Das Fahrzeug bleibt auch ohne ständige Korrektur über die Lenkung leicht beherrschbar. In Grenzbereichen allerdings ist nach wie vor Konzentration am Platze. Die Federung der hinteren Räder ist nicht mehr so hart und verbessert so den schon seit eh und je überdurchschnittlich guten Federungskomfort des VW. Schwingungen und rüttelnde Stöße werden weitgehend absorbiert, sodass der VW auch auf schlechten Straßen und in unwegsamem Gelände deutliche Pluspunkte sammeln kann. Die 15-Zoll-Räder tun hier ein Übriges dazu. Bremsversuch aus 100 Kilometern bis zum Stand. Als erster VW Käfer erhielt der 1500er die in dieser Kategorie schon lange zum Standard zählende kombinierte Ausführung mit vorne Scheiben und hinten Trommelbremsen. Damit lassen sich zwar keine besseren Verzögerungen als mit 4 Trommelbremsen erzielen, aber die Standfestigkeit der Anlage wird erhöht. Also auch hier eine nicht unwesentliche Verbesserung, der man uneingeschränktes Lob zollen könnte, wenn damit auch ein Zweikreisbremssystem eingeführt worden wäre. Für die Fahrzeuge, die nach USA gehen, kam man um diese kleine Mehrausgabe nicht herum, denn dort ist eine Zweikreisanlage vorgeschrieben. Das wird bei uns auch kommen. Die Bremsen des 1500 sind gut. Aus 100 Kilometern Geschwindigkeit kommt der Wagen in 49 Metern und 80 Zentimetern zum Stand. Es braucht niemand zu befürchten, mit diesem Fahrzeug bei schwerem Regen außer Gefecht gesetzt zu werden. Auch die Karosserie ist absolut dicht. Auch einen weiteren wesentlichen Punkt erfüllt der 1500er zu unserer Zufriedenheit. Der Wagen ist auf 15 Grad unterkühlt.
Er springt ohne weiteres an. Seine Heizung arbeitet übrigens einwandfrei. Nach wie vor unbefriedigend, wenn auch nicht mehr in so eklatanter Weise wie vorher, ist die Empfindlichkeit bei plötzlich auftretendem Wind von der Seite. Die 16 Gebläse der Maschine liefern Wind mit Stärke 10. Wagengeschwindigkeit 100 Kilometer. Die Lenkung ist blockiert. Die Abweichung beträgt 3,80 Meter. Bei böigem Wind sind also nach wie vor gedrosseltes Tempo und erhöhte Konzentration am Platz. Wo man auch immer hinschauen mag, der VW macht einen erstklassigen Eindruck in puncto Verarbeitung der Innenausstattung. Ganz gleich, ob man zum Beispiel diese Sitze betrachtet oder das Türschloss oder den Türöffner, die Fensterkurbel oder die Tasche, die ganze Innenverkleidung, kein Unterschied. Ein echter Beweis für eine erstaunliche, hervorragende und deswegen bewundernswerte organisatorische und produktionstechnische Leistung in Wolfsburg. Über die Form des Käfers sich zu verbreiten, kann nicht Sinn dieses Tests sein. Es gibt niemanden auf der Welt, der sich nicht längstens an das Aussehen dieses Wagens gewöhnt hat. So scheint die Feststellung zu genügen, dass die Karosserieform auch nach einigen Jahrzehnten gegenüber neueren Konstruktionen keine entscheidenden Nachteile mit sich bringt. Die Sicht nach allen Seiten zum Beispiel reicht aus. Im Übrigen ist das Auto ein vollwertiger Viersitzer. Der Wendekreis des 1500 ist allerdings mit 11 Metern auch nicht kleiner als bei seinen Vorgängern. Trotzdem wäre es falsch, diesem Fahrzeug eine gewisse Handlichkeit abzusprechen. Der VW 1500 kostet im Jahr 216 Mark an Steuern. Versicherung 384 Mark. Testverbrauch 10,1 Liter. Das ergibt bei einer Jahresleistung von 20.000 Kilometern 9,6 Pfennig pro Kilometer. Preis des Fahrzeuges 5.385 Mark. Ich glaube, dass dieser VW 1500 das Auto der großen Stückzahlen werden kann. Man hat in Wolfsburg die heftige und, wie ich meine, auch sehr berechtigte Kritik der letzten Jahre mit besonderer Aufmerksamkeit bedacht. Stärkerer Motor, bessere Fahrleistung und ein verändertes Fahrgestell und damit ein besseres Fahrverhalten sind wesentliche Pluspunkte dieses Fahrzeuges. Es bleiben Windempfindlichkeit und zum Beispiel zu kleiner Kofferrauminhalt, sozusagen konstruktionsbedingt. Auf der anderen Seite erhält man mit diesem 1500 für sein Geld einen sehr guten Gegenwert.